Du hast sicherlich schon mal von der sogenannten 183-Tage-Regelung im Zusammenhang mit einer Auswanderung aus Deutschland gehört. Die Frage ist also, wie viele Tage darf ich mich nach meiner Auswanderung noch in Deutschland zu Besuchszwecken aufhalten, ohne dort eine Steuerpflicht auszulösen? Klingt ja eigentlich alles ganz einfach, aber in Wirklichkeit steckt der Teufel wirklich im Detail. Deswegen werde ich dir in diesem Video nochmals erklären, um was es genau geht. Übrigens, Themen wie diese, die wir hier besprechen, sind natürlich auch Dinge, die wir bei unseren Workshops und Seminaren regelmäßig dann im Detail erklären und illustrieren. Ende November findet wieder ein solches Seminar in Zürich statt und auch ein Workshop. Wir haben 2 Events in einer Woche. Erst unser Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar und danach eben unser Workshop Auswandern, wo wir Fragen rund um das Thema Auswanderung steuerlicher Natur besprechen. Alle Details hier im gepinnten Kommentar zu diesem Video. Nun kommen wir aber zur sogenannten 183-Tage-Regelung. Zunächst mal muss man genau wissen, von was man spricht, denn es gibt im Steuerrecht verschiedene sogenannte 183-Tage-Regelungen. Zum Beispiel ist ganz häufig hier im Rahmen einer Entsendung von einer 183-Tage-Regelung die Rede. Wenn man also als Expat im Auftrag eines Arbeitgebers im Ausland ist, spielt es vielfach eine Rolle, wie viele Tage man im Ausland dann sich tatsächlich aufhält, wenn es um die Frage geht, wo Steuer- und Sozialabgaben fällig werden. Darüber spreche ich hier nicht. Ich gehe hier in diesem Video davon aus, dass du deinen deutschen Wohnsitz aufgegeben hast, dass du also in Deutschland nicht mehr aufgrund deines Wohnsitzes unbeschränkt steuerpflichtig bist und dir jetzt die Frage stellst, wie viele Tage du pro Jahr unter welchen Bedingungen weiterhin in Deutschland zu Besuch dich aufhalten kannst, ohne dort steuerliche Probleme zu bekommen. Damit habe ich auch schon den ersten Punkt ein bisschen vorweggenommen, denn solange du einen Wohnsitz in Deutschland hast, ist die 183-Tage-Regelung komplett egal. Dann bist du ohnehin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, egal ob du dich dort einen Tag, 100 Tage oder 365 Tage aufhältst. Nicht jede deutsche Wohnung ist gleichzeitig auch ein Wohnsitz. Hast du zum Beispiel Eigentum, was vermietet ist, dann ist hier nicht von einem Wohnsitz die Rede. Gibt es aber in Deutschland eine für dich nutzbare Immobilie, auch wenn du diese nur 10 Tage im Jahr nutzt für deinen Sommerurlaub, liegt möglicherweise ein Wohnsitz in Deutschland vor und du bist wahrscheinlich unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Also die sogenannte 183-Tage-Regelung, die wird erst relevant, wenn du keinen Wohnsitz in Deutschland mehr hast. Dann interessiert sich nämlich das Finanzamt für die Aufenthaltsdauer deiner Anwesenheit in Deutschland. Bist du nämlich ohne Wohnsitz in Deutschland, dann gibt es weitere Kriterien, die die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslösen können. Eines dieser Kriterien ist der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt. Und vom gewöhnlichen Aufenthalt spricht man, wenn du in einem 12-Monats-Zeitraum mindestens 183 Tage in Deutschland dich aufhältst. Und da ist auch schon ein nächster extrem wichtiger Punkt. Es geht um einen 12-Monats-Zeitraum. Es geht nicht um das Kalenderjahr. Du kannst also nicht sagen, ich bin vom 1. Januar bis zum 30. Juni zum Beispiel in Deutschland, vielleicht 182 Tage genau. Und dann bin ich in Deutschland für den Rest des Jahres beziehungsweise für das gesamte Jahr nicht unbeschränkt steuerpflichtig. So funktioniert es nicht. Aber das werde ich dir hier im Detail erklären. Um hier genau zu berechnen, wie lange du in Deutschland sein kannst und welcher Aufenthalt hier die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst, ob also dein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland ist, muss zunächst mal die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland per Wohnsitz beendet sein. Nehmen wir also an, du gibst deinen deutschen Wohnsitz am 31.12.2024 auf. Dann beginnt die relevante Periode möglicherweise für den gewöhnlichen Aufenthalt am 01.01.2025, wenn du nicht davor Deutschland verlassen hast. Hast du natürlich Deutschland am 31.12. verlassen, also du hast nicht nur deinen Wohnsitz aufgegeben, sondern du bist auch aus Deutschland weg und hast nicht mehr in Deutschland deinen gewöhnlichen Aufenthalt,
dann stellt sich natürlich auch gar nicht die Frage, ob der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland ist. Aber sagen wir mal, du gibst deinen Wohnsitz zum 31.12.2024 auf und bist dann noch bis zum 15.01.2025 in Deutschland. Dann können wir also folgende Berechnung machen. Zur Berechnung wird zunächst mal hier das Beginndatum herangezogen, also der 1.1.2025. Und dann sagen wir, dass du am 15.01. Deutschland wirklich verlassen hast und dann auch nicht mehr nach Deutschland zurückkommst für die nächsten 3-4 Monate. Dann ist also hier das Enddatum deines Aufenthaltes der 15.01.2025. So, und dann schauen wir uns basierend auf diesem Datum, 15.01.2025, hier die letzten 365 Tage, die letzten 12 Monate an. Dann wären wir also hier bei Mitte Januar 2024. Dann fragt man sich, warst du in dieser Periode mindestens 183 Tage in Deutschland, was du ja gewesen bist, denn du hast dort gewohnt. Dann wärst du also für den Beginn der Periode des gewöhnlichen Aufenthaltes, also der 1.1.2025 bis zum 15.01.2025 noch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also für genau 2 Wochen. Das heißt also zunächst mal, dass du für 2025 noch eine Erklärung als unbeschränkt Steuerpflichtiger in Deutschland einreichen musst. Du musst also in dieser Steuererklärung dein weltweites Einkommen für das ganze Jahr erklären, obwohl du nur 2 Wochen in Deutschland warst. Steuern zahlst du effektiv aber nur auf dein Welteinkommen in den ersten 2 Wochen. Das heißt, hast du in diesen ersten 2 Wochen nichts verdient, wirst du auch keine Steuern bezahlen müssen. Hast du aber in diesen 2 Wochen noch Einkünfte gehabt, dann sind diese dann natürlich zu versteuern. Wie gesagt, alles, was danach kommt, für den Rest des Jahres musst du zwar in der deutschen Steuererklärung angeben, es ist aber nur für die Steuerprogression relevant. Du musst hier tatsächlich keine Steuern in Deutschland auf ausländische Einkünfte bezahlen. Machen wir ein anderes Beispiel. Auch im zweiten Beispiel gibst du deinen deutschen Wohnsitz am 31.12.2024 auf und du reist tatsächlich auch aus Deutschland ab am 31.12. und wir sagen mal, du ziehst nach Dubai um. Allerdings kommst du dann am 10.01. schon wieder nach Deutschland, bist dann für den Rest des Januars noch in Deutschland und das Ganze wiederholst du dann bis zum Ende Juni 2025. Erst ab dem 1. Juli 2025 bist du dann nur noch sehr gelegentlich, sehr selten in Deutschland. In den 6 Monaten davor bist du jeden Monat 20 Tage in Deutschland, 10 Tage in Dubai. Jetzt könnte man ja annehmen und sagen, natürlich, jetzt war ich 120 Tage in Deutschland. Nun habe ich daraus natürlich keine Steuerpflicht, denn ich bin ja nur dann steuerpflichtig, wenn ich hier 183 Tage mich in Deutschland aufgehalten habe. Aber Vorsicht, das ist ein großer Trugschluss. Denn zunächst mal würden die kurzen Abwesenheiten, also diese 10 Tage, die du jeweils im Ausland verbringst, aus deutscher Sicht nicht als Abwesenheit zählen, denn die Dauer deiner Deutschlandaufenthalte zwischen den Abwesenheiten sind deutlich größer. Das heißt also, aus deutscher Sicht bist du das ganze Jahr noch in Deutschland anwesend, hast also deinen gewöhnlichen Aufenthalt dort. Machen wir also nochmals unsere Berechnung. Deine unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund deines Wohnsitzes in Deutschland endet am 31.12.2024. Das für die Berechnung des gewöhnlichen Aufenthalts relevante Beginndatum ist der 1.1.2025. Tatsächlich endet dann der Aufenthalt in Deutschland am 30.06.2025 und ab dem 1.07.2025 bist du dann nicht mehr in Deutschland hier über den gewöhnlichen Aufenthalt anwesend. Schauen wir uns also zum Stichtag 30.06.2025 für die letzten 12 Monate, also bis zum Stichtag 1.07.2024 an, wie viele Tage du da in Deutschland warst. Und das sind mehr als 300 Tage. Denn zum einen hätten wir ja die 183 Tage von Januar bis Juni 2025, wo kurze Abwesenheiten nicht zählen, plus natürlich die Tage, die du davor noch im Halbjahr davor in Deutschland gelebt hast. Also bist du hier ganz klar bis zum 30.06.2025 in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Du musst wiederum für das ganze Jahr
eine Steuererklärung einreichen. Für Einkünfte, die du bis zum 30.06.2025 erzielt hast, musst du Steuern in Deutschland bezahlen. Alles andere wird nur in der Steuererklärung genannt, wirkt sich auf die Progression auf, gilt aber vermutlich als Auslandseinkünfte. Wie du siehst, das Ganze ist schon ziemlich kompliziert. Und mein drittes Beispiel, das wird nochmal richtig kompliziert werden. In meinem dritten Beispiel gehe ich jetzt davon aus, dass du dich in Deutschland am 31.12.2024 abmeldest und dann auch wirklich in Deutschland nicht mehr anwesend bist. Im ganzen Jahr 2025 bist du nur insgesamt 2 Wochen in Deutschland auf Urlaub. Damit also ganz klar kein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland. Damit also ganz klar auch keine Steuerpflicht in Deutschland als unbeschränkt Steuerpflichtiger. Aber in 2026 machst du Folgendes. Ab dem 1. September 2026 bist du regelmäßig in Deutschland. Und zwar bist du vom 1.9. bis 31.10. durchgehend in Deutschland. Dann bist du den gesamten November abwesend. Dezember und Januar bist du wieder durchgängig in Deutschland. Februar bist du wiederum abwesend. März und April bist du wieder in Deutschland. Danach bist du nur noch vereinzelt wenige Tage für den Rest des Jahres, also ab Mai 2027 in Deutschland. Zunächst mal die Frage hier, wann beginnt also der regelmäßige Aufenthalt in Deutschland? Wir würden sagen am 1.9.2026 und der regelmäßige Aufenthalt in Deutschland endet am 30.04.2027, denn danach bist du ja nur noch vereinzelt dann in Deutschland. Die kurzen Abwesenheiten zählen nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn die Abwesenheiten zwischen den Besuchen in Deutschland kürzer sind als die Besuchszeiten in Deutschland, zählen diese nicht als Abwesenheit. Wenn wir uns jetzt also diese Periode anschauen, 1.9.2026 bis 30.04.2027, dann werden im März 227 die 183 Tage überschritten. Und mit dem Überschreiten dieser 183 Tage bist du dann ab Beginn der Periode des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt also, du wärst zum 1.9.2026 unbeschränkt steuerpflichtig. Du müsstest also Einkünfte, die du vom 1.9. bis zum 31.12. des Jahres 2026 erzielst, in Deutschland voll versteuern. Du müsstest deine gesamten Einkünfte dieses Jahr in Deutschland in einer Steuererklärung deklarieren, aber nur jene Einkünfte ab dem 1.9. versteuern. 2027 bist du wiederum unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Hier müsstest du deine weltweiten Einkünfte bis zum 30.04. dann in Deutschland komplett versteuern, müsstest aber das ganze Jahr wieder in Deutschland erklären. So, ich hoffe, dass ich damit zur Klärung des doch nicht so ganz unkomplizierten Sachverhaltes hier beitragen konnte. Diese 183-Tage-Regelung, der gewöhnliche Aufenthalt, der hat es wirklich in sich. Ich höre immer wieder in der Beratung, dass zum Beispiel Mandanten sagen, naja, ich bin halt dann einfach in Deutschland anwesend im letzten Quartal eines Jahres und dann immer noch im ersten Quartal eines Jahres, dann erreiche ich die 183 Tage nicht, weil ich jedes Jahr nur ungefähr 90 bis 100 Tage da bin. Und das ist ebenso nicht. Es geht ganz wichtig nicht um das Kalenderjahr. Deswegen wollte ich dir vor allen Dingen anhand des letzten Beispieles illustrieren, dass es jahresübergreifend auch um einen 12-Monats-Zeitraum geht, nicht um das Kalenderjahr. Welche Regeln, welche einfachen Faustregeln musst du beachten? Also, ganz wichtig, wenn du Deutschland verlässt, dann rate ich dir, dass du im ersten halben Jahr nach der Auswanderung praktisch überhaupt nicht in Deutschland bist oder wirklich nur sehr vereinzelt, mal immer wieder mal hier einen Tag und dort einen Tag, einen kurzen Besuch. Das geht sicherlich, aber grundsätzlich so wenig Zeit wie möglich innerhalb des ersten halben Jahres. Zweite Regel, nie mehr als 60 Tage am Stück in Deutschland bleiben. Dritte Regel, achte immer darauf, dass die Anwesenheiten in Deutschland kürzer sind als die an beiden Seiten anschließenden Abwesenheiten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Hier kann man natürlich auch ganz andere Modi wählen. Wir hatten zum Beispiel Mandanten, die waren 10 Tage in Deutschland, 14 Tage im Ausland, 10 Tage Deutschland, 14 Tage Ausland. Dann sind sie mal einen Monat Skifahren gegangen, dann waren sie mal einen Monat irgendwo im Strandurlaub. Ja, und das aufs Jahr gerechnet war auch in den Augen des Finanzamts problemlos möglich. Aber hier musst du ganz wichtig im Vorfeld planen und deine Aufenthalte in Deutschland möglichst genau berechnen, damit du hier nicht in eine Steuerfalle hineintappst. Übrigens ist das dritte Kriterium, was eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auslöst, der Lebensmittelpunkt. Das heißt, ist zum Beispiel ein Ehepartner, sind zum Beispiel deine minderjährigen Kinder in Deutschland, dann spielt es keine Rolle, ob du in Deutschland bist oder nicht, dann zählt deren Anwesenheit und das reicht hier letztlich, um die unbeschränkte Steuerpflicht auszulösen. Das heißt, auch dies natürlich ein wichtiger Punkt, wobei auch das nur wirklich zum Tragen kommt, wenn du keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hast. Solange du einen Wohnsitz hast, bist du dort immer steuerpflichtig und du weißt, dieser Wohnsitz ist ja für das deutsche Finanzamt eine heilige Kuh, ein rotes Tuch und hier reichen schon sehr geringe Indizien, dass du einen Wohnsitz hast, damit du hier voll in die Falle hineintappst. Wenn dich solche Themen interessieren und du dich auch mit dem Thema Auswanderung beschäftigst, dann würde ich mich freuen, wie gesagt, dich in Zürich Ende November oder bei einem unserer anderen Seminare im darauffolgenden Jahr zu treffen. Ansonsten kannst du gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns mit genau solchen Fragen hier zu beschäftigen. Bei uns geht es um Auswanderung, steuerliche Fragen, steuerliche Optimierung. Wie kannst du möglichst steuergünstig im Ausland leben? Wie kannst du Vermögen aufbauen? Wie kannst du Vermögen schützen? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.